Na, wie war deine Fotosession? Ja, ich kann nicht klagen. Und das Beste ist, Sie haben bar bezahlt. Und was machen wir heute Abend noch? Nichts da. Das Geld ist für einen Drachen namens Eva Dorn. Und? Sie kommen weiter nach oben, viel weiter nach oben. Wo ist der Haken? Loyalität. Notfalls auch gegen Arno. Das habe ich heute Morgen gemacht. Und die 2000 hier waren meine Gage. Ich dich erpressen? Wenn du das wirklich von mir denkst, dann bist du für mich gestorben. Mensch, ich wusste doch Oh, nicht. das ist aber ein ganz schön gewagtes Teil, was du da trägst. Woher sollte ich denn wissen, dass du dein Geld damit verdient hast? Es hat alles so gut gepasst. Klar, wer von der Straße kommt, wird automatisch zum Verbrecher. Ja, es war wirklich bescheuert von mir, dich zu verdächtigen. Aber diese 2000, das ist exakt die Summe, die ich dem Erpresser in den Umschlag gesteckt habe. Und das genügt dir als Beweis? Traurig. Ich dachte, du würdest mich besser kennen. Und ich kann doch nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Gib mir doch wenigstens die Chance, alles wieder gut zu machen. Vergiss es. Wir sind fertig miteinander. Nun, was halten Sie von meinem Angebot? Würden Sie mir bitte die Zitrone reichen? Bitte? Danke. Arno ist immerhin mein Cousin. Ich könnte Skrupel bekommen, mich gegen ihn zu stellen. Wenn dem so wäre, hätten Sie längst entrüstet den Raum verlassen. Entweder Sie sind Arno treu und bleiben seine rechte Hand. Oder Sie machen mich zu seinem Chef. Es liegt bei Ihnen. Nur überlegen Sie nicht zu lange. Ich warte nicht gern. Und ich lasse mich nicht gern zu etwas drängen. Hätte ich bloß auf dich gehört. Aber ich habe wirklich geglaubt, Heino war's. Naja, es hat ja auch einiges gegen ihn gesprochen. Trotzdem hätte ich wissen müssen, dass Heino sowas nicht macht. Naja, unter anderen Umständen. Sogar aber dann nicht. du warst durcheinander, konntest nicht klar denken. Sowas kommt vor, wenn man Streit mit dem Freund hat. Ex-Freund. Und ich kann Heino nicht mal übel nehmen, dass er gar nichts mehr von mir wissen will. Übrigens, auch wenn ich nerve, meinst du, du könntest mir auch mal so einen Job besorgen? Sehe ich aus wie eine Agentur? Nee, aber du kriegst es doch bestimmt mit, wenn die jemanden suchen. Ich schau mich mal um, okay? Mehr wollte ich auch gar nicht. Er regt sich auch wieder ab. Ja, nur wann? Und ob er mich dann überhaupt noch sehen will? Ich hab's vermasselt. Oh, wie immer. Und später ist wieder alles okay. Diesmal ist es wirklich aus. Verdammt, die hat mir gerade noch gefehlt. Tja, heute ist wohl wirklich nicht unser Tag. Mir doch egal, mit wem Diane ins Bett geht. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Hat er denn nicht mal versucht, mit dir zu reden? Nein, Gott sei Dank nicht. Du, ich brauche eine Luftveränderung. Kommst du? Ja, wir könnten nach Friedenau fahren. Je weiter, desto besser. Noch ein bitte. Mach ich. Ich hab doch gesagt, dass ich meine Ruhe haben will. Natascha. Wenn ich störe? Nein, ich habe nur nicht ewig Zeit. Ich muss ein Referat für die Uni vorbereiten. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht was zusammen unternehmen. Ins Kino gehen oder so. Komm doch erst mal rein. Willst du was trinken? Nö. Wie gesagt, das blöde Referat muss fertig werden. Schon gut, wir müssen ja nicht unbedingt weggehen. Oder hast du ein Problem damit, wenn ich hier bin? Nein, es ist nur, dass wir miteinander geschlafen haben. Jetzt erwartest du doch bestimmt mehr. Warum sagst du nicht einfach, dass es dir leid tut? Was soll mir leid tun? Dass du es bei dem einen Mal belassen willst? Das Einzige, was mir leid tut,
ist, dass ich in dir falsche Hoffnungen geweckt habe. Weil ich mich in dich verliebt habe? Ich kann dich zu nichts zwingen. Dann macht es dir also nichts aus, dass nicht mehr aus uns wird? Doch. Aber ich kann damit leben, dass wir nur gute Freunde sind. Oder sind wir das jetzt auch nicht mehr? Doch, natürlich. Warum auch nicht? Was liest du da? Sporttheorie. Spannend? Und wie? Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Haben Sie einen Stift? Danke. Was ist mit der Deko? Komm mit der nächsten Fuhre. Kann ich mich drauf verlassen? Ja, doch. Vielen Dank. Wiedersehen. Ist was? Ach, der Typ war genervt. Ich habe die Sachen erst mal durchgesehen, bevor ich unterschrieben habe. Na und? Ist doch dein gutes Recht. Eben. Hilfst du mir beim Auspacken? Lien Clarisse, das ging aber schnell. Ja, also man kann über Clarissa sagen, was man will. Als Geschäftsfrau ist sie große Klasse. Arno war von deinem Deal mit dir nicht besonders begeistert. Ihm fällt es schwer, Geschäftliches und Privates zu trennen. Guck mal, also das hier ist echt toll. Obwohl ihre Beziehung schon so lange her ist. Danach hatten sie noch mal eine Affäre. Ich freue mich schon auf Ulis Gesicht, wenn er Clarissas Sachen hier hängen sieht. Und weiter? Der wird explodieren. Nein, ich meine, wie es mit Arno und Clarisse weiterging. Hat er dir das nicht erzählt? Ich hatte noch keine Chance, ihn zu fragen. Details kenne ich auch keine. Auf jeden Fall hat Clarissa Arno durch irgendeinen miesen Trick Brandner Bau weggenommen. Aber als Geschäftsleiter hat sie ihn behalten. Ja, sie hat gemerkt, dass der Laden ohne ihn nicht läuft. Und das hat Arno natürlich ausgenutzt. Aber dann hatte Arno doch allen Grund, zufrieden zu sein. Naja, es wurmt ihn trotzdem irgendwie, dass er für Clarissa arbeiten muss. Und Uli wird's auch auf die Palme treiben, wenn er merkt, dass er auch nur indirekt für sie arbeitet. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der nichts gegen Clarissa hat? Mich? Und wie steht's mit dir? Mir gefällt der Stil. Also ich finde ein Semesterticket blöd. Du musst ja nicht mit der Bahn fahren. Willst du schon weitermachen? Das Referat schreibt sich nicht von alleine. Komm, ich lade dich unten auf einen Kaffee ein. Hm? Ja? Ich halte das nicht mehr. Hi. Ja, ich will nicht stören, aber ich muss mit dir noch mal unbedingt über die Schichtverteilung sprechen. Also noch so ein Tag und ich kriege auf dem Zahnfleisch. Muss das jetzt sein? Ja. Wende dich an Nina, sie ist der Boss. Daniel, du weißt ganz genau, dass die Schichtverteilung nur uns zwei was angeht. Ja, tut mir leid, aber... Soll wohl nicht sein. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Du hast mir das Leben gerettet. Sag mal, was wollte die denn? Ja, eigentlich nichts. Aber irgendwie kann ich nicht mehr normal mit ihr... Ach. Also, schieß los, was liegt an? Kathi. Bei Daniel und dir ist die Situation wenigstens noch nicht so verfahren wie bei Heine und mir. Mach dir mal keine Sorgen um mein Liebesleben. Überleg dir lieber, was du wegen dem Erpresser unternimmst. Heine, was nicht, so viel steht fest. Kathi, du musst zur Polizei gehen. Wegen so einer Witzfigur? Ein Profi wüsste, dass es bei uns Millionen zu holen gibt. Der würde sich doch nicht mit 20.000 zufrieden geben. Jetzt sag bloß, du bist beleidigt, weil er nur so wenig verlangt hat. Ja. Ja, dann leg doch nächstes Mal noch ein paar Tausend da drauf. Bestimmt nicht. Die 2.000 ärgern mich nämlich immer noch. Naja, wenigstens weiß er oder sie jetzt, dass ich mich nicht erpressen lasse. Willst du nicht rangehen? Das ist bestimmt Heino. Ja, umso besser. Kannst du das nicht machen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hallo? Ja, ich habe verstanden. Das war nicht Heino, oder? Der Erpresser. Er will mehr Geld. Also, wenn du nicht mein Freund wärst, bei den Indizien hätte ich dich vielleicht auch verdächtigt. Ach, einmal kriminell, immer kriminell, was? Jetzt denk doch mal wie Kathi. Okay, es fällt schwer, aber versuch es wenigstens. Zwischen euch ist Sendeschluss. Ihr zofft euch und verteilt herbe Tiefschläge unter der Gürtellinie. Plötzlich liegt der Wagen von Kathis Mutter tiefer. Hey, ich war's nicht. Aber Kathi hat nur dich gesehen.
Und die zerstochenen Reifen. Und du hattest das Messer. Er hat das Messer im Reifen stecken lassen. Ich glaub dir das. Aber warum sollte Kathi das tun, nachdem ihr kurz zuvor ineinander geraten seid, hä? Sie musste doch glauben, dass du dich rächen willst. Ja, aber gleich eine Erpressung? Du hattest zufällig genauso viel Geld, wie sie gezahlt hat. Ja, und Gott sei Dank ein Alibi. Versuch, Kathi zu verstehen. Sie war völlig durch den Wind. Oder glaubst du, es ist dein Spaß, erpresst zu werden? Ja, aber verdächtigt zu werden, oder was? Moment mal. Wenn Kathi mich verdächtigt hat, heißt das doch, sie wird wirklich erpresst. Aber wenn ich es nicht war, dann... Dann war es jemand anders. Und der versucht es vielleicht wieder. Na, ausgeschlafen? Es tut mir leid, ich weiß, ich wollte früher da sein, aber ich hatte einen wichtigen Termin. Ein neuer Kunde? Nicht direkt. Ich war bei Clarissa von Anstetten. Aha, hat sie Audienz abgehalten. Es war mehr eine persönliche Einladung. Sie wollte, dass ich für sie arbeite. Was genau willst du mir sagen? Sie erwartet, dass ich ihr Informationen zuspiele. Ich habe natürlich abgelehnt. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, aber Clarissa bittet nicht. Sie fordert. Ein Nein lässt sie nicht gelten. Und ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Genau das wird sie versuchen. Dann stimmt es also, was man über sie erzählt. Wenn du Umgänglichkeit, Sinn für Fairplay, ein Gewissen meinst, all das kannst du bei Clarissa suchen, nur finden wirst du nichts. Auf mich hat sie einen ganz anderen Eindruck gemacht. Sie wickelt dich ein, stößt dir den Dolch in den Rücken. Das klingt nach einschlägigen Erfahrungen. Ach, setz dich doch. Als wir uns kennenlernten, Clarissa und ich. Heino ist nicht der Erpresser. Und du hast auch keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Und die Stimme hast du auch nicht erkannt. Sie klangen irgendwie verzerrt, keine Ahnung. Und du sollst 50.000 zahlen. In kleinen Scheinen, nicht durchnummeriert. Und keine Polizei. Sonst feiere ich dieses Silvester nicht mehr meinen Geburtstag. Woher weiß er, wann du Geburtstag hast? Feiern auf Friedenau sind ein gesellschaftliches Ereignis. Glaubst du, der macht ernst? Ja, das weiß man erst hinterher und dann ist es meistens zu spät. Auf jeden Fall kannst du die Sache nicht im Alleingang lösen. Keine Polizei, hat er gesagt. Ja, dann erzähl's wenigstens deiner Mutter. Die hat im Moment genug eigene Probleme. Mensch, Kathi, du bist wie Frank. Dem sind auch ständig neue Ausreden eingefallen, Arno nicht einzuweihen. Ja, und was kam dabei raus? Obermann hat mich als Geisel genommen und Frank hat ihn fast abgeknallt. Liebeskummer? Denk an Frank. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen, Herr von Anstetten. Wiedersehen. Als ich in deinem Alter war. Mit Heino hat das nichts zu tun. Ja, raus mit der Sprache. So schlimm wird's schon nicht sein. Ich werde erpresst. Du siehst also. Wer sich mit Clarissa einlässt, hat es nicht leicht. Ich könnte also verstehen, wenn du ihr Angebot annimmst. Ja, ich habe Nein gesagt. Und dabei bleibt es. Ja, und ich bin in einer viel besseren Situation als du damals. Du liebst sie nicht. Und ich bin unabhängig. Soll das etwa heißen, dass du nach London zurück willst? Keine Sorge. Ich lasse mich nicht von einer Clarisse von Anstetten einschüchtern. Leider denken nicht alle so. Das erklärt auch immer wieder ihren Erfolg. Zusammen kann uns diese Frau nichts anhaben. Und das sollen wir feiern. Was sagst du? Ich lade Steffi und dich heute Abend ein ins Restaurant. Da sag ich nicht nein. Und weil das so wahnsinnig komisch ist, hast du dem Erpresser statt Geld einfach Papier geschickt, ja? Und 2000 Mark, damit's nicht gleich auffällt. Kathi, weißt du, wie gefährlich das ist? Da habe ich doch noch geglaubt, dass Heino hinter der Erpressung steckt. Dein Freund. Ex-Freund. Deswegen musst du ihn nicht gleich verdächtigen. Er hat sich aber so verdächtig benommen. Ich konnte doch nicht wissen, dass er diese 2000 als Wäschemodel verdiente. Dann frag doch. Dann denk doch mal ein bisschen nach. Statt einfach hier Kathi und die Detektive zu spielen. Ja, zum Glück ist ja noch nichts passiert. Nein! Keine Polizei. Kathi, ich habe doch gerade versucht, dir das zu erklären. Der Erpresser hat ausdrücklich verlangt, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Ja, aus seiner Sicht ist diese Forderung durchaus verständlich.
Was ist, wenn er rauskriegt, dass ich mich nicht daran gehalten habe? Bis dahin hat ihn die Polizei längst geschnappt. Kathi, die kennen sich mit dieser Art Verbrechen besser aus. Außerdem werden sie alles tun, um dich zu schützen. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann eben nicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Sie wollen mich nicht zu Kathi durchstellen. Wenn es so ist, dann hilft nur eins. Du musst dich persönlich bei deiner Prinzessin um eine Audienz bewerben. Ein Mineralwasser. Mach ich. Du warst nicht zufällig bei Kathi? Ja, und es tut ihr leid, dass sie dich verdächtigt hat. Ist sie sicher? Ich meine, passt irgendjemand auf sie auf? Seit wann interessierst du dich für Kathi? Wie bist du denn drauf? Beschissen. Und das nur wegen deinem netten Freund. Moment mal. Du hast ihn doch abblitzen lassen. Ach so. So dreht er das jetzt, ja? Wieso drehen? In deinem Brief hast du doch mit ihm Schluss gemacht. Was? Ich habe ihn um ein Treffen gebeten, weil ich mich mit ihm versöhnen wollte. Aber Aber dein Freund hat es vorgezogen, mit dieser Natascha zu schlafen. Ach, ich hoffe, das ist nicht Ihr Stammlokal. Gefällt Ihnen die Atmosphäre nicht? Sie kann nur noch durch eine Bootspartie auf einem Rheindampfer übertroffen werden. Dann erübrige sich meine Frage, ob Sie ein Bier trinken wollen. Wissen Sie, was ich trinke? Darum geht es hier nicht. Genug geplaudert. Sie schulden mir noch eine Antwort. Ihr Angebot. Ich habe lange drüber nachgedacht. Kommen Sie zur Sache. Ein Wasser, bitte. Arno hält nicht viel von Ihnen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Trotzdem hatten Sie noch mal eine Affäre mit ihm. Wer sagt das? Arno? Ich habe ein paar Erkundigungen über Sie eingezogen. Das sollte ich vielleicht auch tun. Mich über Sie informieren. Danke. Tun Sie sich keinen Zwang an. Rausgeworfenes Geld, ich weiß bereits alles über Sie. Sie geben sich nicht mit einem Häuschen im Grünen zufrieden. Geschweige denn, dass Sie die zweite Geige spielen wollen. Eigentlich sind Sie so wie ich. Sie wollen alles. Interessante Einschätzung. Was sollen die Spielchen? Sie wissen genau, dass ich richtig liege. Ich spiele gerne. Mit meiner Hilfe können Sie spielen und gewinnen. Und eine Bedingung. Ja, pardon. Eine Bitte. Arno sollte nichts von unserer Zusammenarbeit erfahren. Verzeihen Sie die Störung. Herr Toppe wartet in der Halle. Bitten Sie ihn herein. Ja, Fräulein von Sterneck. Ihr habt euch sicher einiges zu sagen. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Willst du dich nicht setzen? Ich bin nur gekommen, um... Naja, wie geht es dir? Gut, wäre gelogen. Hat sich der Erpresser wieder gemeldet? Wir haben den Fall an die Polizei übergeben. Dass ich dich verdächtigt habe, das tut mir leid. Schon okay. Nein, ist es nicht. Ich hätte wissen müssen, dass du sowas nicht machst. Es sprach eben einiges gegen mich. Trotzdem. Kannst du mir noch mal verzeihen? Ja. Aber vergessen kann ich es nicht. Warum bist du denn dann überhaupt gekommen? Wenn du Probleme hast, du kannst immer auf mich zählen. Heißt das, du magst mich noch immer? Das ändert aber nichts daran, dass es mit uns einfach keinen Sinn hat. Aber wenn du meine Hilfe brauchst, du kannst mich immer anrufen. Ist es so beschissen gelaufen? Was hat Kathi denn gesagt? Dass es ihr leid tut. Weiter nichts? Der Erpresser hat sich wieder gemeldet. Jetzt wollen sie die Polizei einschalten. Und was bedeutet das für euch? Seht ihr euch jetzt nur noch im Hochsicherheitstrakt oder was? Wollt ihr euch überhaupt nicht wieder treffen? Aino, ist Kathi nicht mehr in dich verliebt? Doch. Ich vermisse sie auch wie verrückt. Aber gestern behauptet sie, ich schlafe für Geld mit anderen. Heute bin ich an der Presse. Was ist morgen? Bin ich Jack the Ripper? So habe ich meine Beziehung echt nicht vorgestellt.
Und selbst? Natascha hat schon ein paar Mal angerufen. Dann sag ihr klipp und klar, dass nichts läuft. Hab ich doch, aber sie will's einfach nicht kapieren. Dann musst du eben noch deutlicher werden. Immerhin war ich mit ihr im Bett. Das bringe ich nicht. Dann musst du eine andere suchen. Am besten Gabriela. Haha, sehr witzig. Sag mal, hat dir Gabriela eigentlich vor dem Abschiedsbrief schon einmal geschrieben? Ein paar Karten von ihrer Studienfahrt. Kein Brief oder sowas. Sehe ich so vergesslich aus, oder was? Ich habe sie vorhin getroffen und da hat sie irgendwas von Versöhnung gefaselt und von Liebe. Also ich weiß nur von einem Brief. Und das war alles andere als ein Liebesbrief. Ich kann dir auch nur sagen, was Gabriela gesagt hat. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Kannst du mal übernehmen? Klar. Was gibt's denn eigentlich zu feiern? Philipp bleibt uns noch eine Weile erhalten. Uns? Du meinst wohl Brandnerbau? Ah, jetzt tu nicht so, als würdest du es nicht bedauern, wenn er zurück nach England ginge. Nein. Im Laden ist er mir eine große Hilfe. Und gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Vorsicht. Ich habe es gerade noch geschafft, ihn nicht an Clarissa zu verlieren. Da werde ich ihn mir von dir auch nicht abwerben lassen. Was hat Philipp denn mit Clarissa zu tun? Sie hat versucht, ihn für ihre Zwecke einzuspannen. Aber der Junge ist standhaft geblieben. Ein echter Brandner eben. Da kommt unser Gastgeber. Sorry, ich musste noch ein paar Pläne beim Katasteramt einsehen. Was denn, so kurz vor Dienstschluss? Waren die nicht sehr begeistert, oder? Nee, gar nicht. Aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Wollen wir? Dann geht ihr schon mal vor. Ich muss noch diesen Fax verschicken. Dann komme ich gleich nach. Oh, bei seinem Elan musst du wirklich aufpassen, dass er dir deinen Posten nicht streitig macht. Ja, könntest du recht haben. Wir warten im Wagen. Magst du noch einen Schluck Tee? Das beruhigt die Nerven. Mir geht's eh schon viel besser, seit ich mit Christoph bei der Polizei war. Ja, das glaube ich. Stell dir vor, die wollen dem Erpresser bei der nächsten Übergabe eine Falle stellen. Blöd ist nur, dass die mein Handy abhören. Tja, da musst du ja aufpassen, was du sagst. Oder ich muss öfters zu dir kommen, um zu lästern. Oder so. Was eigentlich mit dem Erpresser? Er beobachtet dich doch. Nicht nur er. Ich werde jetzt unter Personenschutz gestellt. Clarissa würde vor Neid platzen. Ich bin gleich. Ich glaube, es hat da ein Missverständnis gegeben. Missverständnis? Ich habe gesehen, wie du vorher mit Natascha auf dein Zimmer gegangen bist. Gabriela. Ach komm, du kannst mich mal. Na, das hast du ja wieder toll hingekriegt. Das ist alles total blöd gelaufen. Sie hat mir diesen zickigen Abschiedsbrief geschrieben und dann... Ja, dann ist das mit Natascha passiert. Wieso denn Abschiedsbrief? Sie wollte sich doch mit dir versöhnen. Dann hat sie also doch 2 Briefe geschrieben. Also, ich weiß nur von einem. Und darin stand, dass sie dich liebt.